Servus aus Schwarzach, ich bin Philipp und neben mir steht das neue Dachzelt von James Barwood. Und zwar ist das Odyssey M. Das ist das erste Zelt, was rausgekommen ist, der neuen Frontier-Reihe. Es werden noch andere Öffnungsmechanismen und Größen folgen. Das ist jetzt eben das erste Modell. Die Liegefläche von 1,40 Meter in der Breite auf 2 Meter Länge. Wir haben hier 2 ABS-Schalen, die da eben Unten- und Oberschale sind. Wir haben den neuen Zeltstoff, der ist dreilagig. Wir haben auch hier wieder ein Gasdruckdämpfersystem, was aber auch eine neue Technik beinhaltet. Haben auch generell ein neues System, was das Öffnen und Schließen angeht. Haben vieles neues Zubehör, wie zum Beispiel optionale Querträger. Und da gehen wir jetzt alles einmal durch und schauen uns mal die Details an. So wie man eigentlich jedes gute Dachzelt-Erklärvideo starten sollte, fangen wir jetzt an, nämlich mit dem Zelt im geschlossenen Zustand. Gehen da erstmal alles durch, was die Oberschale betrifft und machen es dann gemeinsam auf. Dann erklären wir alles im geöffneten Zustand und dann machen wir es nochmal zu. Was wir hier direkt sehen können, ist diese metallisch glänzende Farbe. Das Zelt gibt es in Weiß, Metallic Grau oder Schwarz. Wir sehen hier auch noch 4 schwarze Punkte. Die sind für Querträger gedacht. Das heißt, ich kann hier die 2 Schrauben pro Fuß lösen und dann eben meine Querträger von James Barwood draufsetzen. Damit kann ich 20 Kilogramm Gepäck drauf haben und es noch öffnen. Oder 55 Kilogramm während der Fahrt, die ich dann aber vom Öffnen wieder runternehmen müsste. Zu guter Letzt noch ein kleiner Punkt im geschlossenen Zustand, bevor wir es öffnen. Hier ist der neue Schriftzug mit dem neuen Logo. Der ein oder andere wird sich bei dem Logo an etwas erinnert fühlen. Das ist quasi die Farbauswahl, wie man vielleicht auch hier oben sehen kann an den Dachzelten, vom Zeltstoff, was für James Barwood sozusagen auch ein Wiedererkennungswert ist und so eben auch dann im neuen Logo verewigt wurde. Okay, dann fangen wir mal an. Dann will ich euch mal nicht länger auf die Folter spannen und wir machen das ganze Zelt mal auf, das schöne Ding. Wir fangen immer hinten an. Das heißt, das hier ist die Hinterseite dann beim Fahrzeug, das Heck. Und ich fange an, indem ich links und rechts hinten die beiden Schnallen löse. Das ist einmal hier links gewesen und hier eben die rechte Schnalle. Danach hebe ich es hinten ein bisschen an, damit die Dämpfer auch dann das Arbeiten anfangen können und das Ganze hochdrücken können. Und danach ziehen wir das Ganze aus dem Vorderteil nur ein bisschen hinten raus. Das Ganze fährt von selbst dann hoch. Jetzt ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um die Führungsschiene mal zu zeigen. Das heißt, ich habe hier in der Oberschale hier diese Kederleiste und in der Unterschale habe ich diese Kederführung sozusagen, wo ich das Ganze nur drunter reinstecke. Und dadurch, wie das hier eben dann geformt ist und abgeflacht ist, hakt sich das drunter ein. Wenn ich es dann hinten zumache und dadurch die Oberschale einen Ticken nach vorne sich verschiebt, ist das hier wirklich fest drinnen, sodass das auch nicht einfach aufgehen kann. Der erste Punkt, über den ich mit euch sprechen will, ist die Schale. Hier Ober- und Unterschale sind aus einem ABS-Kunststoff gefertigt. Hier ist zum Schutz nochmal ein Acrylglas oben drüber, was eben für einen UV-Schutz und auch Kratzerschutz sorgt. Die ABS-Schale selbst ist 4 mm dick, wodurch sie eben auch für den Offroad-Einsatz geeignet ist und auch Erschütterungen aushalten kann. Das Ganze wird in Portugal direkt im Werk bei Porto hergestellt. Das heißt, dort haben die ganzen ABS-Platten und eine eigene Thermoformmaschine. Da wird das Ganze dann in Form gebracht und direkt nebendran dann eben mittels einer Fräse auch perfekt die Löcher hineingebohrt, wodurch man eben die passgenauen Halterungen gewährleisten kann. Nach der Schale ist vor dem Stoff und auch hier hat sich James Barwood was komplett Neues ausgedacht. Wir haben hier, das Zeltmaterial ist dreilagig, dadurch ist es extrem robust und widerstandsfähig. Es wirkt auch kälteisolierend. Für die alten Zelte gibt es zum Beispiel von James Barwood eine Thermoisolierung. Beim aktuellen Modell wollen sie es jetzt diesen Winter testen, ob es sich dafür überhaupt lohnt oder ob nicht der Zeltstoff schon dick genug ist, um die Kälte gut genug zu isolieren. Wir haben den Zeltstoff hier auch in 6 Teilen. Das heißt, sollte man sich da irgendwie mal ein Loch reinschlagen oder ein Brandloch haben oder irgendwas anderes sein, hat man hier ganz leicht die Möglichkeit, da 2, 3 Schrauben zu lösen. Und dann kann man eine dieser 6 Einzelteile innerhalb von 10 Minuten austauschen, was eben auch dafür sorgt, dass wenn mal selbst in 8 Jahren was wäre, lässt sich das Ganze immer austauschen. Auch Ersatzteile sind beim Stoff vor allem überhaupt gar kein Problem. Wir haben hier dadurch auch durch diese 3 Lagen innen drinnen nahezu 100% Verdunklung. Das heißt auch tagsüber, wenn man alle Fenster zumacht, ist es innen sehr, sehr dunkel. Wir haben wie bei den anderen Zelten auch hier diesen Überhang. Das heißt, ich kann von innen hinter Moskitonetz das Fenster öffnen, ohne dass es reinregnet. Und hier ist das nochmal deutlich größer geworden auch. Die ganzen Fenster, man kann es hier erkennen an dieser
weißen Linie. Das Schwarze ist alles Moskitonetz, was man noch aufmachen kann. Unten ist eben der feste Zeltstoff. Und hier sieht man, wie hoch dieser Anteil an diesem Moskitonetz ist. Wir machen jetzt mal direkt alle Fenster auf. Und dann kann ich euch daran mal die ganze 360 Grad Rundumsicht zeigen, die es so auf dem kompletten Dachzeltmarkt eigentlich nur bei diesem neuen Zelt gibt. Links, rechts, hinten das große Fenster und auch die ganzen Moskitonetze, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt von dieser 360 Grad Rundumsicht, wenn alles offen ist. Und dann zeige ich euch auch gleich direkt alles, was es drinnen für Features gibt und für Funktionen. Hierfür einfach nur ganz simpel das Ganze aufrollen. Innen drinnen ist dann ein kleiner Klett. Hiermit mache ich das Ganze auch noch mit oben dran. Das ist eins der coolsten Features eigentlich am kompletten Zelt. Und zwar hat man hier die Möglichkeit, die Vorderseite komplett zu öffnen. Ich habe jetzt hier vorne ein riesengroßes Fenster. Ich habe jetzt hier meine beiden Eingänge, hinten mein großes Fenster, was sich komplett öffnen lässt. Links und rechts hinten zwei Fenster mit Moskitonetzen und vorne zwei bzw. ein gigantisches Fenster. Ich habe jetzt hier meine 360 Grad Rundumsicht. Willkommen im Trautenheim, im Innenraum des neuen James Barrout Odyssey Dachzelts. Wir haben hier lauter neue Features. Zum einen ist durch die neue Gasdämpfer-Arretierungstechnologie brauchen wir keine Aussparungen mehr im Zeltstoff. Das heißt, die Matratze kann über die komplette Breite gehen. Wir haben innen umlaufend ein Klett. Da können verschiedene Taschen dran befestigt werden. 2 Stück sind immer schon direkt mit dabei. Oberhalb dieses Kletts ist eine Kederleiste. Diese hat an manchen Punkten eine kleine Erhöhung, wodurch wir dann in diese Schiene Schrauben und Ähnliches führen können, um verschiedene Sachen zu befestigen. Das Gepäcknetz zum Beispiel ist in diesem Schienensystem drinnen und kann dadurch auch beliebig innerhalb des Zeltes verschoben werden. Jetzt gerade ist es zum Beispiel vorne verbaut. Es kann aber auch etwas nach hinten geschoben werden. Bleiben wir gleich mal bei der Oberschale. Wir haben hier auch wieder unseren Solarlüfter, der eben tagsüber mit dem Solar oben drauf aufgeladen wird. Abends kann ich ihn einschalten, indem ich da einfach reinlange. Dieser Lüfter befindet sich im Dachhimmel. Der Dachhimmel ist ein komplettes Stück. Hier in diesem Fall ist er dunkelblau. Das ist aber noch eines der ersten Modelle. Dieser Himmel wird dann grau sein bei den Modellen, die ab Februar bei uns verfügbar sein werden. Wir haben mit dabei eine Taschenlampe. Diese Taschenlampe kann zum einen als Taschenlampe verwendet werden in verschiedenen Stärken oder eben auch als Stablampe in Weiß oder in Rot, was viel hilft gegen Moskitos, und einmal im Lasermodus. Hinten dran ist ein Magnet, das heißt, ich kann das Ganze auch zum Beispiel nutzen, um es am Fahrzeuginnenraum, sollte da irgendwas sein, dran zu machen und halt eben im Zweifel mir was anzuschauen. Das ist auch bewegbar, das heißt, ich kann so mit dem Winkel der Lampe drehen, genauso wie ich auch die Taschenlampe vorne vom Winkel her verstellen kann. Betrieben wird das Ganze mit einem Akku, den lade ich auf mittels eines USB-Anschlusses. Ein USB-Verlängerungskabel ist auch immer mit dabei. Eine Halterung ist auch immer im Zeltinneren mit dabei. Diese kann man auch hier am Dachhimmel beliebig umsetzen, wodurch man sich das eben je nach eigenem Wunsch zurechtlegen kann. Ebenso wie man hier oben die Kederleisten hat, um Sachen zu befestigen, hat man das gleiche auch in der Unterseite. In diesem System, in diesem Leistensystem, ist auch der Zeltstoff mit eingehängt und kann eben sehr leicht entfernt werden. Was natürlich beim Dachzelt auch nicht fehlen darf, ist die Leiter. Irgendwie will man schließlich auch hochkommen. Hier kommt das Zelt immer mit Leiter und Leitertasche. Das ist eine zweiteilige Leiter, die lässt sich auf bis zu 2,46 Meter ausfahren. Sie arretiert nicht, damit, wenn das Ganze auch mal im Wind wackelt, etwas spielen kann und sich nicht verkantet. Halterungen habe ich hier 2 kleine Bügel. Exakt diese Bügel habe ich auch hier in der Unterschale, wodurch ich das Ganze eben dort einklemmen kann, möglichst parallel. Sobald das Ganze dann sich ein bisschen quasi nach außen hin kippt, kommt man hier auch nicht mehr raus und das Ganze verhakt sich. Links und rechts habe ich noch einen kleinen Bolzen drinnen, wodurch ich auch nicht links und rechts mit der Leiter rauskommen kann und habe dadurch eben einen festen Stand mit der Leiter. Als nächstes hat man hier schon gut erkennbar noch den Solarlüfter. Das heißt, ich habe hier oben ein Solarpanel drauf sitzen und innen drinnen ein Lüfterrad. Hier habe ich so leichte Ausbuchtungen, das ist so ein Pyramidensystem. Das ist dafür da, das kann ich abends einschalten, wenn ich zum Beispiel alle Fenster geschlossen habe, damit dann die feuchte Luft von drinnen nach draußen kommt. Vor allem im Winter, wenn man die Fenster weit geschlossen hat, macht es einen deutlichen Unterschied. Ohne den Lüfter würde man am nächsten Morgen so ein bisschen dieses klamme Gefühl am Kissen haben. Das ist dann so ein bisschen feucht und der Lüfter wirkt dem entgegen, dass das Ganze nach draußen kommt. Hier sehen wir noch an der Oberschale diese Kederleiste.
Da können wir in dieser kleinen Ausbuchtung Zubehör einfach in die Schiene hineinziehen und verwenden. Zum Beispiel den James Barroot Tunnel in Verbindung mit der Markise kann man hier ganz simpel einfach rein und rausziehen und muss keine Schiene mehr dran kleben oder ähnliches. Auch ein eigenes Tab oder sowas kann hier ganz simpel einfach reingezogen werden. Das hier ist der neu entwickelte Mechanismus von James Barroot für die Halterung der Dämpfer. Für die Arretierung ist auch patentiert und das ist jetzt quasi auch schon der Aufstellzustand, so leicht geknickt. Wenn ich das Ganze arretieren möchte, drücke ich es hier leicht dagegen, bis es klipst, und wenn ich es wieder zusammenpacken möchte, drücke ich es hier nur ein bisschen raus, und das habe ich an allen 4 Ecken, und mehr ist es nicht zum Aufstellen und zum Arretieren und auch zum Zusammenklappen. Macht man das Ganze natürlich wieder zu, also nur so und so. Auch noch ein nettes Feature: sollte mir nach ein paar Jahren der Zeltstoff vielleicht ein bisschen zu labbrig werden oder nicht mehr ganz auf Spannung sitzen, habe ich hier dieses Rädchen. Das kann ich ganz einfach drehen und kann dadurch eben die Spannung wieder ein paar Millimeter erhöhen und senken, wodurch ich den ganzen Zeltstoff wieder auf Spannung bekommen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich auch die Halterungen. Hier gibt es von James Barroot ein neues System mit diesen Kunststoffhaltern. Diese führe ich unten in die durchlaufende C-Schiene ein, an der Unterschale, hebe eine über den Querträger drüber, dass das Ganze quasi so drüber aussieht. Dann habe ich noch eine Schraube, hier gibt es noch ein Gewinde, wo ich das Ganze eben dann verschraube, und bin so eben auch variabel bei der Breite meines Querträgers. Das heißt, es passt sowohl bei den klassischen Vierkant 4x4 cm Querträgern, wie auch auf breiten 8 cm Heavy-Duty Querträgern. Zum Schließen fange ich immer vorne am Zelt an. Hier habe ich meine Kederleiste, hier habe ich meine Schiene. Ich habe hier einen Zug, um das Ganze runterzuziehen. Aufgrund der Höhe zeige ich das Ganze jetzt mal von hier. Dadurch, dass die Arretierung nicht mehr da ist, kann ich das Ganze hier ganz simpel runterdrücken. Ich muss jetzt nur ein bisschen darauf achten, dass ich hier auf der einen Seite eben hinter der Schiene lande und dann eben auch auf der anderen Seite das Ganze hier hinter die Schiene reindrücke, und dann ist das Ganze vorne auch schon zu. Dann lege ich noch etwas den Zeltstoff seitlich rein. Jetzt kommen wir zu etwas, was es so wohl noch nicht auf dem Dachzeltmarkt gibt. Denn wir haben hier hinten kein Zurband, um den Zeltstoff hinten runterzuziehen. Ich habe hier hinten am Zeltstoff einen Griff, an dem ich das Zelt hinten runterziehe. Das heißt, der Hersteller selbst sagt, unser Zeltstoff ist so reißfest, zieh das Zelt einfach ruhig hinten am Zeltstoff runter, macht unserem Stoff überhaupt nichts aus. Jetzt wieder aus Höhengründen werde ich das Ganze einfach hier etwas runterdrücken. Ich sehe jetzt hier, dass der Stoff, dadurch, dass ich ihn vorher mit reingelegt habe, schon unten ist. Ich drücke das Ganze nur runter, hake das hier dann ein und lasse die Schnalle nur zuschnallen, und das Zelt ist zu. So Freunde, das war das neue James Barroot Odyssey Dachzelt in der Größe M. Ich hoffe, ich konnte euch die ganz neuen Features ein bisschen nahe bringen. Lasst uns gerne einen Like da, folgt uns gerne auf YouTube oder Instagram, damit ihr über alle neuen Sachen informiert seid. Wir werden sicherlich auch noch mal ein paar neue Sachen bringen über die schwarze Variante und über die weiße Variante und über kommendes Zubehör wie die Querträger. Bis zum nächsten Mal.